Moin. Ja, ich bin der Reiseradgabel Alex und ich mache hier gerade wieder für die virtuelle Spezi das zweite Mal ein Video. Es ist nicht so viel passiert jetzt seit der letzten Spezi zu dieser Spezi, weil die Spezi eigentlich meine einzige Werbung ist und dann wusste ich, dass es Probleme geben wird, die Rechnung zu bezahlen, die man halt so hat und irgendwann brauchte ich dann auch eine Auszeit, nachdem ich das Video für die letzte Spezi gemacht habe und das leider wahrscheinlich kaum jemand gesehen hat. Reiseradgabel stand halt fast ganz am Ende von der Liste. Ja, es gibt eine Sache, die hätte ich bei der letzten Spezi dabei gehabt, aber hatte ich für das Video nicht so richtig fertig. Das hier ist ein Strider, das kennt ihr bestimmt. Ja, das ist so ein Faltrad. Gibt es auch schon lange. Hat, glaube ich, bei der Spezi auch mal das Lastenradrennen gewonnen, weil einfach ein Anhänger hinten dran war, der so groß war, dass alles auf einmal gepasst hat. Genau, das kann man halt hier so zusammenbauen. Wie man sieht, das ist jetzt auch gut getestet und gefahren. Was für euch als Kunden gut so ist, muss man ganz kurz nachdenken. Meistens stehe ich auf der anderen Seite, wenn ich das auseinanderklappe. Genau, hier braucht man mal so ein bisschen Gewalt, weil da ein ziemlich starker Magnet ist, der das zusammenhält. Genau. Baut sich ganz normal auf, wie man es halt vom Strider gewöhnt ist. So, das ist auch schon fertig. Unterschied zum normalen Strider ist, ich kann auch mit meinen 90 cm Beininnenlänge drauf fahren. Und ich hatte letztes Jahr noch so ein Making-of-Video auf meine also auf YouTube gesetzt und ist auf meiner Webseite verlinkt. Wie gesagt, ich hatte da keine Klicks von der Spezi, 5 oder 10 oder so. Den ersten Tag hat der Link auch nicht funktioniert. Genau. Ich habe das hier nochmal ein bisschen gekürzt, damit es nicht zu dolle zur Seite wackelt beim Fahren. Bin jetzt aber hier so bei rausgekommen. Ich kann ja gut mit den 90 cm Beininnenlänge mitfahren. Also ich bin knapp über 1,80, habe aber eine Beinlänge, die man so bei 1,90, 1,92 normalerweise hat. Wir haben hier die gleichen Federelemente wie bei der Reiseradgabel, nur ein bisschen kleiner. Dafür sind es 4 Stück. Die gibt es auch als Doppelelemente. Hier ist ein Teil vom Innenleben raus, sodass man das hier halt hinklemmen kann. Das hier ist einfach ein Stück Stoff, habe ich mal da drauf gemacht, damit hier das Gepäck geschont ist. Ja, ich war hier in der Gegend ab und zu mal mit einem Packraft unterwegs. Ich schreibe hier gerade noch einen Flussführer. Und wir haben hier das gleiche schöne Ansprechverhalten. Man kann hier verschiedene Stellungen machen. Ich würde sagen, das geht so bis 100 Kilo in der Stellung und in der harten Stellung und die andere würde ich sagen bis 80 Kilo. Ja, das ist, was es technisch noch neu gibt. So, jetzt blende ich mal ein Bild ein von meiner Schwinge und Gabel. Ich habe beschlossen, die teilbare Aluschwinge nicht mehr weiter zu produzieren. Das Material, was noch da ist, kann man bestellen, solange noch was da ist. Danach gibt es die nur noch so, wie ihr sie jetzt hier seht. Ich denke, wenn irgendwann ihr nach 20, 30 Jahren doch mal irgendwie Probleme mit dem Gummi haben solltet, finden wir eine Lösung, wie wir das mit dem Gummi hinkriegen. Ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich dazu sagen kann, wenn man mich direkt fragt, wie man das mit dem Gummi hinkriegen kann, wenn man das irgendwie wechseln möchte. Und es ist für mich einfach zu teuer, es ist zu aufwendig, diese teilbare Schwinge herzustellen. Also wahrscheinlich würde ich damit sogar besser fahren, wenn ich trotzdem 150 € Aufpreis das Zeug einfach in Schrott hauen würde und es neu machen würde. Aber das mache ich ungern, deswegen kann man einfach noch so viele bestellen, wie Material für teilbare Schwingen da ist. Und danach gibt es sie so, wie ihr sie gerade seht. Also natürlich
in den Größen und mit den Optionen sonst, wie es sie auch gibt. Die hier im Beispiel ist eine 28 Zoll Gabel, ist dann halt fürs Liegerad entsprechend kürzer. Fürs Liegerad dann meistens natürlich auch ohne Verschraubung für Lowrider. Was man aber bei mir bestellen kann, sind Flaschenhalterschrauben und es gibt Flaschenhalter, also es gibt so kleine Packtaschenhalter, die so sind wie ein großer ähm, Flaschenhalter, so dass man dann 3 Schrauben hat, also 3 Gewinde hat mit demselben Abstand jeweils zwischen 2 Gewinden. Muss man sich überlegen, ob man mit den Füßen dazu, also ob das mit den Füßen passt beim Auf- und Absteigen bei einem Kurzliegerad, bei einem Langliegerad, das ist überhaupt kein Problem, dann kann man da noch ein bisschen was reintun. Ich denke, das ist für Tandems oder Lastenräder, wenn man da noch irgendwas braucht, oder für Lastenliegeräder, also zum Beispiel das der Paris Moderna in Wien baut oder so, durchaus eine Option, die man sich überlegen kann, wie man noch was unterkriegen kann. Ja, jetzt hänge ich hier einfach das Video vom letzten Jahr von der virtuellen Spezi dran. Wie gesagt, das hat kaum jemand gesehen, da sieht man den Rest. Die Sachen mit den Daten verhalten sich entsprechend. Wenn es dann hoffentlich im September die richtige Spezi geben wird und danach 2 Wochen später, Anfang Oktober, auch noch am 1. Oktoberwoche die Velo Berlin. Da werde ich noch ein faltbares Velomobil vorstellen und da wird es parallel einen Kickstarter zu geben, wo man das dann bestellen kann. Aber das mache ich dann. Das muss man sich einfach, wenn man sich für interessiert, denke ich, auch wirklich selber angucken. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bei der richtigen Spezi oder bei der Velo Berlin oder vielleicht bei beiden Messen sehen. Und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao. Hallo. Normalerweise mache ich ja kurz vor der Spezi noch echt ein paar schöne Neuerungen zum Anfassen und jetzt hat es mich aber kalt erwischt, dass ich dieses Video machen muss. Hier seht ihr die Reiseradgabel, Steckachs-Variante im Challenge Hurricane in Aktion. Auf diesem Weg kommt besonders das gute Ansprechverhalten zu tragen, denn das würde dann sonst hier echt total durchvibrieren. Außerdem passen die meisten anderen Federgabeln ins Challenge Hurricane gar nicht rein. Hier nun die Reiseradgabel Cargo in Aktion. Cargo auch für Liegetandem. Das Schöne ist, sie passt sich durch die Progression selbstständig an die Beladung an. Und was auch schön ist in der Steckachs-Variante der Cargo ist, dass man ohne die weitere Teile außer der Bremsscheibe zu wechseln zwischen 180, 203 und 254 mm Scheibe wechseln kann, einfach indem die Aufnahme versetzt wird. Natürlich gibt es die Reiseradgabel weiterhin für ganz normale Schnellspannernaben, hier fürs Liegerad oder als Cargo fürs Lastenrad oder Liegetandem. Umrüstsatz für Stiffelgummis. Quietscht nicht, sägt nicht in die Schwinge, spricht besser an und ist verfügbar. So, weil es jetzt 2 Wochen vor dem eigentlichen Spezi-Termin ist und sich die Dinge vorher schon absehbar verändert haben, fehlen jetzt noch 2 Sachen. Das eine ist eine Federsattelstütze für Strida. Leider habe ich das Strida, was ich Anfang Januar bestellt habe, noch nicht bekommen. Und es ist was im Busche mit einem faltbaren Velomobil. Das wird dann auf jeden Fall beides, also das Strida, falls ich es bekomme, aber das faltbare Velomobil auf der nächsten Spezi, sei sie jetzt im August oder nächstes Jahr im April, bei mir am Stand zu sehen sein. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeikommt. Ciao!